Leben auf anderen Planeten. Die Erde, soweit wir wissen, ist der einzige Planet, auf dem es Leben gibt. Die Wissenschaftler behaupten jedoch, dass wir früher oder später auf einen anderen Planeten umsiedeln müssen. Wer wird uns dann ein Zuhause ersetzen? Vielleicht Mars, Jupiter oder Saturn? Und gibt es überhaupt Leben auf anderen Planeten? Einige glauben, dass es solche Planeten nicht gibt. Aber schon heute haben Wissenschaftler Planeten gefunden, auf denen die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von Leben besteht. Und genau darum wird es in diesem Video heute gehen. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, Likes zu geben und Kommentare zu schreiben und drückt auch auf die Glocke, damit ihr unsere neuen Videos nicht verpasst. Die Fragen zur Möglichkeit der Existenz von außerirdischem Leben beschäftigen Wissenschaftler und ganz normale Menschen schon seit vielen Jahrzehnten. In allem, angefangen bei künstlerischen Werken auf Spielberg-Niveau. In seinem Film E.T. der Außerirdische und in offiziellen Pressemitteilungen der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA wird deutlich, wie groß und bedeutend dieses Problem für den modernen Menschen ist. Eine der wichtigsten Quellen für die Existenz des Lebens, das wir kennen, ist Wasser. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass wir bei der Entdeckung eines neuen Exoplaneten oder Mondes zuerst versuchen, dessen Vorhandensein zu bestätigen. Vielleicht werden Außerirdische letztendlich nicht so aussehen, wie wir sie in Filmen und auf durchaus ernsthaften wissenschaftlichen Konferenzen vorstellen. Aber ihre Entdeckung wird dadurch nicht weniger bedeutend für die Geschichte der gesamten Menschheit sein. Das Planetensystem TRAPPIST-1, die Entdeckung dieses Systems, das sich einige Dutzend Lichtjahre von der NASA entfernt befindet, wurde zu Beginn dieses Jahres bekannt gegeben. Das System besteht aus 7 erdähnlichen Planeten, die sich um einen ultrakalten Stern drehen, und stellt derzeit ein ideales Ziel für die Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems dar. Die Untersuchung dieser Exoplaneten wird in Zukunft relativ einfach sein, und das liegt daran, dass sie sich um ihren Stern drehen. Diese Planeten wurden dank der Transitmethode entdeckt. Mit einem leistungsstarken Teleskop haben die Wissenschaftler verfolgt, wann die Planeten vor ihrem Stern vorbeizogen und dabei dessen Helligkeit teilweise verringerten. In unseren Beobachtungsgeräten. Astronomen nehmen eine relativ angenehme Temperatur an. Auf diesem Planeten gibt es Bedingungen, die durchaus geeignet sind, damit sich Wasser auf ihrer Oberfläche bilden kann. Und trotzdem, trotz der Tatsache, dass alle Exoplaneten dieses Systems als potenzielle Kandidaten für bewohnbare Welten betrachtet werden, könnten speziell 3 Planeten vom TRAPPIST-1 für diese Rolle geeignet sein. Am besten, weil sie sich in der habitablen Zone des Sterns befinden. Das ist der Bereich um einen Stern, in dem Wasser auf der Oberfläche der vorhandenen erdähnlichen Planeten in flüssiger Form existieren könnte. Titan. Das ist der größte Mond des Saturn, dem 6. Planeten von der Sonne. Dieser Mond wird als potenzieller Kandidat für die Rolle einer bewohnbaren Welt betrachtet, aber vielleicht nicht in dem Sinne, wie wir es uns vorstellen könnten. Der Mond passt nicht ganz in die Beschreibung einer Welt, die sich in der habitablen Zone befindet, aber es gibt Wasser und andere Flüssigkeiten darauf. Einfach, weil es dort kein flüssiges Wasser gibt. Wasser auf diesem planetarischen Objekt liegt in Form von Eis vor, weil die Temperaturen dort sehr niedrig sind. Dennoch bestehen die dort vorhandenen Flüssigkeiten aus Kohlenwasserstoffen. Kohlenwasserstoffe sind chemische Verbindungen aus Wasserstoff und Kohlenstoff in verschiedenen Verhältnissen. Auf der Erde sind die häufigsten Arten von Kohlenwasserstoffen Gase, Methan und Propan. Dies könnte der Schlüsselfaktor sein, der es uns ermöglicht, uns Leben auf Titan aus einer völlig anderen Perspektive vorzustellen. Es ist durchaus möglich, dass die potenziellen Lebensformen dort nicht in flüssigem Wasser überleben können, aber sich in einer Umgebung aus Kohlenwasserstoffen sehr wohl fühlen würden. Trotz der Tatsache, dass die Wissenschaft noch einige Fragen offen hat, zum Beispiel, ob Leben nicht nur in Wasser existieren kann, sind die Wissenschaftler bisher nicht bereit, die Möglichkeit von Leben auf Titan abzulehnen. Na und jetzt, wo kämen wir ohne den geliebten Mars von Elon Musk hin? Unser roter Nachbar, der 4. Planet von der Sonne, ist wohl einer der am meisten diskutierten potenziellen Kandidaten für bewohnbare Welten und möglicherweise das erste Ziel der menschlichen Kolonisierung. Trotz des Skeptizismus ist dieser Planet der wahrscheinlichste Ort, an dem wir Leben finden werden. Es ist klar, dass sie nicht in Form von grünen Menschen oder irgendwelchen anderen intelligenten Wesen dargestellt werden wird. Allerdings hat die NASA mit ihren Mars-Rovern auf der Oberfläche des Planeten tatsächlich Beweise gefunden, dass hier einst mikroskopisches Leben existieren konnte und möglicherweise immer noch existiert. Die erhaltenen Daten deuten darauf hin, dass es in der Vergangenheit auf dem heute völlig trockenen Planeten echte Ströme und Flüsse gab. Aus Wasser. Darauf basierend können wir zumindest annehmen, dass Leben dort irgendwie überlebt haben könnte. Vielleicht werden die Wissenschaftler im Rahmen weiterer Forschungen zu Mars tatsächlich Wasser in flüssiger Form finden und nicht nur in Form von Eiskappen. An den Polen des Planeten. Am 16. März hat der Gründer von SpaceX und Tesla, Elon Musk, indirekt die Pläne seiner Firma zur baldigen Kolonisierung des Mars bestätigt. Er war lakonisch. 2029. So hat der Popularisierer interplanetarer Reisen den Beginn einer möglichen Mars-Expedition festgelegt. All diese genannten Himmelskörper sind bei weitem nicht die einzigen. Es gibt noch viele andere Planeten, auf denen aus verschiedenen Gründen ebenfalls Leben möglich ist.
Aber wenn wir anfangen würden, sie alle aufzuzählen, würde das noch ein weiteres Video in die Länge ziehen. Haben wir die Möglichkeit, zu anderen Planeten zu gelangen? Roskosmos, NASA und die ESA haben den Flug zum Mars zu ihrem Ziel im 21. Jahrhundert erklärt. Im Jahr 2045 oder 2050. Die Idee, eine Expedition zum Mars zu bringen, ist: Der erste Schritt zur Kolonisierung des Mars ist ein Ausdruck des Phänomens der Expansion der Menschheit, obwohl noch kein Mensch den roten Planeten betreten hat. Unbemannte Raumfahrzeuge und Mars-Rover haben hier bereits zahlreiche Besuche abgestattet. Wie lange sind sie von der Erde zum Mars geflogen? Himmelskörper sind ständig in Bewegung, weshalb sich die Distanz zwischen ihnen ändern kann. Im Durchschnitt befindet sich die Erde in einer Entfernung von 225 Millionen Kilometern zum Mars. Die geringste Entfernung zum Mars beträgt Millionen Kilometern. Die Orbits der Planeten sind kreisförmig. Deshalb kann man den Weg abkürzen und in einer geraden Linie fliegen. Allerdings muss man beim Flug mit einer Rakete die Sonnenanziehung berücksichtigen. Um Treibstoff zu sparen, werden die Raumfahrzeuge auch möglichst weit von der Sonne entfernt fliegen. Gibt es jetzt ein Raumschiff, mit dem Menschen zum Mars fliegen können? Auf jeden Fall ja. Und dieses Raumschiff heißt Crew Dragon und ist für 7 Astronauten ausgelegt. Es wurde von Elon Musk im Mai 2018 vorgestellt. Laut dem Erfinder werden die Teststarts auf der ISS im automatischen Modus durchgeführt. Das Raumschiff Crew Dragon wird als Transporter eingesetzt. Die Flugzeit von der Erde zum Mars beträgt mit den aktuellen Technologien Monate. Mit einer Erhöhung der Anfangsgeschwindigkeit verkürzt sich die Flugzeit schnell, da der Weg kürzer wird. Im Prinzip ist die Lieferung des notwendigen Minimums an Ausrüstung und Vorräten für die Anfangsphase einer kleinen Kolonie auf dem Mars machbar. Jenseits der Möglichkeiten der modernen Raumfahrttechnik. Unter Berücksichtigung der vielversprechenden Entwicklungen, deren Umsetzung auf 1 bis 2 Jahrzehnte geschätzt wird. Aktuell bleibt der Schutz vor Strahlung während des Flugs ein grundsätzlich ungelöstes Problem. Im Falle einer Lösung ist der Flug selbst, insbesondere wenn er in eine Richtung erfolgt, durchaus realistisch, obwohl er enorme finanzielle Mittel und die Lösung einer ganzen Reihe von wissenschaftlichen und technischen Fragen unterschiedlicher Größenordnung erfordert. Die Hauptbedingungen für das Leben auf anderen Planeten sind: Auf dem Planeten sind das Vorhandensein von Wasser, eine bestimmte Art von Oberfläche, das Relief, die Menge an empfangener Sonnenenergie sowie das Vorhandensein einer Atmosphäre und eines Magnetfeldes. Wie wir heute erfahren haben, gibt es genügend Planeten, auf denen Leben existieren könnte, und es gibt auch Technik, die uns dorthin bringen kann. Aber heute kann uns niemand das genau garantieren. Jeden Tag werden jedoch enorme Arbeiten zur Erforschung von Himmelskörpern und ihrer Zusammensetzung durchgeführt, und wir hoffen, dass wir früher oder später einen Planeten finden, auf dem Leben existiert. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Denkt ihr, dass Leben auf anderen Planeten möglich ist, oder ist das alles nur ein tiefes Missverständnis der Menschen? Vergesst auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren, Likes zu geben und auf die Glocke zu klicken, um die nächsten spannenden Folgen nicht zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.